Hallo, hier ist der Entdeckerfuchs. Ihr wollt an eurem Wohnwagen oder Wohnmobil die Leitungen komplett entwässern, damit ihr sie vor Bakterien geschützt habt, beziehungsweise frostfest im Winter? Das geht am besten mit dem Floe-Entwässerungssystem. Wie man es einbaut und was man dafür benötigt, das zeige ich euch in diesem Video direkt nach dem Intro. Also, los geht's! Das Floe-Entwässerungssystem ist, wie der Name schon sagt, ein Komplettset. Erhältlich in allen üblichen Campingshops, ihr könnt aber auch den Link in meiner Textbeschreibung nutzen. Entgegen der beigefügten Anleitung werde ich die bestehenden Schläuche nicht zerschneiden, sondern habe dafür ein separates Schlauchstück besorgt. Außerdem ein paar zusätzliche Schlauchschellen, die ich trotz des Stecksystems verwenden werde. Denn wenn wir mit 1 Bar die Schlauchleitungen abdrücken werden, möchte ich doch vermeiden, dass die Schlauchverbindungen auseinandergehen. Ausgangslage für uns hier ist jetzt ein Wohnmobil mit einem entleerten Wassertank. Wie ihr seht, durch die Öffnung kann man die Pumpe zur Wasserversorgung erkennen. Hier in diesem Beispiel seht ihr das rote Winkelstück, von dort aus geht dann die Wasserverteilung durch das komplette Wohnmobil. Das ist unser Ausgangspunkt, wo wir mit unseren Arbeiten jetzt beginnen werden. Zunächst einmal öffne ich das Set und lege alle Einzelteile, die das Set beinhaltet, auf dem Tisch und können Schritt für Schritt die Teile durchgehen. Fangen wir mit den wesentlichen Bauteilen an. Zunächst einmal haben wir hier ein Absperrventil, das dazu da ist, wenn wir Luft in die Leitung blasen, dass wir nicht gleichzeitig die Luft auch in die Pumpe zurückdrücken. Das heißt also, wir sperren die Leitung zur Pumpe ab. Außerdem ein T-Stück mit einem Absperrventil sowie den Luftdruckadapter. Dieser Luftdruckadapter besteht aus einem Gardena Übergangsstück sowie natürlich dem entsprechenden Autoventiladapter. Das Ganze ist komplett aus Kunststoff gehalten und wie ihr seht auch nicht leicht beim ersten Mal zu entnehmen. Das T-Stück und den Gardena-Adapter verbindet ihr miteinander handfest. Zu viel Kraft werdet ihr nicht benötigen, denn der Kugelhahn an dem T-Stück verhindert im normalen Wasserbetrieb, dass Wasser über den Luftadapter austreten könnte. Bei einem Kugelhahn wie diesen zeigt die Stellung gerade, dass nun Luft reingeblasen werden kann bzw. Wasser austreten könnte. Stellt ihr den Kugelhahn quer, dann habt ihr entsprechend abgesperrt. Wir machen nun weiter mit dem Luftanschlussadapter. Dieser hat, wie beim Zerlegen schon gesehen, auf der einen Seite einen Gardena-Anschluss und auf der anderen Seite einen Luftanschluss für Autoventile, an dem ihr dann eine Handpumpe oder eine Akkupumpe oder ähnliches dran anschließen könnt. Ich gehe hier in dem Beispiel noch hin und drehe nochmal alles vorsichtshalber handfest. Zum guten Schluss kommen noch die Schnellsteckverbinder dran. Diese Verbinder sollen das System relativ einfach miteinander verbinden, beziehungsweise wenn man die glatten Enden entsprechend hineinsteckt, soll das dicht schließend verbinden. Im Zubehörhandel bekommt man diese auch nachträglich gekauft. Ich glaube, da heißen sie dann John Guest Verbinder. Ich beginne nun mit meinem zugekauften Schlauchstück und schneide ein Stück davon ab. Dieses erste Stück ist dazu da, von meinem Eckventil, also von meinem Ausgangspunkt an der Pumpe, das erste Verbindungsstück zu bilden zum Absperrventil. Zusätzlich befestige ich vorab eine Schlauchschelle. Bei den Schlauchschellen müsst ihr darauf achten, dass ihr den richtigen Durchmesser habt zu eurem zugekauften Schlauchstück. Ich schraube die Schlauchschelle nicht ganz fest, denn ich möchte ja noch die Kunststofftülle einstecken können und danach anschließend komplett festschrauben. Ich nehme mir dann auch direkt die andere Seite vor und befestige dort die Schlauchschelle, denn wenn ich das hinterher am Wassertank mache und vornübergebeugt arbeiten muss, dann ist es schon schön, wenn man solche Arbeiten vorher erledigt hat. So, dann einen kleinen Check, ob die Kunststofftülle auch wirklich vernünftig da reinpasst, wenn ich die Schlauchschelle drüber ziehen will. Das ist aber in Ordnung. Ihr müsst nur darauf achten bei der Kunststofftülle, dass ihr die geriffelte Seite natürlich in den Schlauch steckt. Nicht die gerade Seite, denn die ist für die anderen Verbindungsteile gedacht. Also draufstecken
und entsprechend Schlauchschelle hochziehen. Dann könnt ihr schon die Verbindung herstellen. Hinterher könnt ihr das immer noch nachziehen, wenn ihr seht, dass es da doch eine kleine Undichtigkeit geben sollte. Denn hier in meinem Beispiel seht ihr ja, das zugekaufte Schlauchstück ist im Durchmesser ein paar Millimeter größer, also im Innendurchmesser. Von daher macht die Schlauchschelle hier auf jeden Fall Sinn. Zeigt doch wieder, dass Plug-and-Play-Systeme, wenn man zusätzlich Teile verwendet oder aber ihr einen Wohnmobil- oder Wohnwagenhersteller habt, der einen ähnlichen Zubehörschlauch verwendet, dann muss das nicht immer direkt passend sein. Hier entscheiden Millimeter. So, fertig ist das erste Stück. Sitz passt, wackelt und hat Luft. Dieses Stück ist mein erstes Stück, was ich ja ab dem Eckventil einsetzen möchte. Auf der einen Seite stecke ich das also auf das Eckventil, auf der anderen Seite kommt jetzt der Absperrhahn. Und auch bei den Absperrhähnen ist es so, gerade Linie Durchfluss, ist die Linie quer dazu, dann ist der Absperrhahn gesperrt bzw. der Durchfluss ist gesperrt. Und auch hier in diesem Beispiel sieht man, dass die Kunststoffteile doch sehr schwergängig sind am Anfang und man etwas mehr Kraft anwenden muss. Als nächstes nehme ich mir wieder das Schlauchstück zur Hand und schneide ein weiteres Stück ab. Dieses wird mein nächstes Verbindungsstück werden zwischen dem Absperrhahn und dem T-Stück. Und auch hier wieder gleiche Vorgehensweise: mit einem scharfen Messer sauber die Kanten abschneiden, Schlauchschellen entsprechend auf dem Schlauchstück verbinden und anschließend auch hier wieder die Kunststofftüllen auf beiden Seiten entsprechend verbinden. Entweder jetzt oder später bei der Gesamtmontage. Dieses Teilstück bekommt auf beiden Seiten jeweils einen Schnellverbinder, denn die eine Seite wird ja wie gesagt in das Absperrventil gesteckt und auf der anderen Seite in das T-Stück. Und auch hier könnt ihr die Schlauchschellen entsprechend schon anziehen, macht es nur nicht zu fest, denn ihr habt eine metallische Schlauchschelle gegen eine Kunststofftülle, da verliert die Kunststofftülle bei maximaler Kraft in jedem Fall und bricht oder reißt euch. Oder wie man im Fachjargon sagt, nach ganz fest kommt ganz lose oder kaputt. Solltet ihr in Erwägung ziehen, dass ihr nachträglich erst die Schlauchschellen anzieht, achtet darauf, dass beide Schlauchschellen gleich ausgerichtet sind. Dann habt ihr es hinterher leichter, wenn ihr vornüber gebeugt an eurem Wassertank seid, dass ihr besser drankommt. So, das zweite Teilstück ist jetzt fertig und damit sind alle Vorbereitungen abgeschlossen. Wir können uns jetzt nun dem Wassertank widmen. Als erstes werde ich nun die Schlauchleitung am Winkelstück abmontieren, damit das erste Zwischenstück gesetzt werden kann. In der Regel ist das auch eine Standard-Schlauchschelle oder aber eine sogenannte Klemmschelle, die man entsprechend mit einem Schraubendreher zum Beispiel aufhebeln kann, oder man hat eine entsprechende Zange. Als nächstes kommt mein erstes vorgefertigtes Stück zum Einsatz. Beim Draufschieben achtet darauf, dass ihr nicht zu viel Kraft anwendet, denn auch das Winkelstück besteht nur aus Plastik und könnte sehr leicht brechen, insbesondere wenn es schon ältere Stücke sind. Anschließend drehe ich die Schlauchschelle fest, sodass dort eigentlich kein Wasser mehr austreten kann. Letztendlich werden wir es aber erst feststellen, wenn wir den Wassertank füllen und die Pumpe in Betrieb nehmen werden. Das gilt im Übrigen für alle Verbindungsstellen. Als nächstes kommt unser Absperrhahn zum Einsatz, den wir auf der einen Seite ja direkt auf den Schnellverbinder draufstecken können. Die Schnellverbinder haben einen Vorteil, denn man kann die einzelnen Bauteile auf den Schnellverbindern drehen, das heißt also für die Gesamtmontage einfacher ausrichten. Nächster Schritt ist nun das zweite vorbereitete Verbindungsstück an das Absperrventil bzw. auf das Absperrventil draufstecken, sodass wir auf der Gegenseite dann als nächsten Schritt das T-Stück verbinden können. Solltet ihr bei der Vorortmontage feststellen, dass eure vorbereiteten Schlauchstücke zu lang sind oder ihr zu wenig Platz am Wassertank habt, dann könnt ihr natürlich das Ganze nochmal einkürzen. Wichtig ist natürlich, egal wie ihr den Bogen schlagt,
oder wie ihr die Leitungen legt, je nach Platzverhältnissen. Ihr müsst am Ende auf jeden Fall wieder an eurem Ausgangsstück auskommen, denn dort kommt ja der Schnellverbinder genauso drauf und würde dann ja auf das T-Stück gesteckt werden. Wenn ihr euch da unsicher seid, legt euch das einfach provisorisch einmal zurecht. In jedem Fall, bevor ihr die Steckverbinder, also die Schnellverbinder miteinander verbindet, denn die lassen sich nachträglich nicht mehr so leicht lösen und wenn man die zu häufig löst, beginnen die auch undicht zu werden. Ich bin mir meiner Sache sicher, wie ich es verlegen möchte, von daher werde ich jetzt nun den letzten Schnellverbinder auf das Ausgangsstück bzw. die Ausgangsleitung verbinden. Auch hier werde ich wieder eine Schlauchschelle zur Sicherheit verwenden. Jetzt geht es an die letzte Montage, wenn man das Montage nennen kann. Aber hier kann man sehr gut sehen, wie leicht sich die Schnellverbinder, also diese Kunststofftüllen, einführen lassen und auch gleichzeitig sieht man, dass die trotzdem beweglich bleiben. So, nun noch das Adapterstück aufgesteckt auf die Gardena-Kupplung und fertig ist das System. Solltet ihr an eurem Wassertank zu wenig Platz haben für dieses dicke Kupplungsstück, könnt ihr das natürlich im laufenden Betrieb entfernt lassen. Wichtig ist, dass ihr den Kugelhahn geschlossen haltet. Denn ansonsten würde bei Inbetriebnahme der Pumpe dort schon Wasser aus der Leitung kommen und das wollt ihr in keinem Fall haben. Wenn ihr es noch ganz elegant machen wollt, dann verlegt das System so, dass es nicht unbedingt die elektrischen Leitungen kreuzt oder irgendwelche Knicke in Kabeln produziert. Denn letztendlich hier an dem Beispiel des Wohnmobils ist das nun mal unter der Sitzbank, das heißt also von oben wird kräftig gedrückt. Jetzt geht es an den ersten Probelauf und dazu werde ich erstmal das Absperrventil sperren, damit wir gleich die Druckluft nicht in die Pumpe drücken. Anschließend nehme ich den Druckluftadapter und verbinde den mit einem entsprechenden Druckluftanschluss, entweder von einem Kompressor oder einem ähnlichen Gerät. Wichtig ist, dass ihr beim Druckaufbau eine Messskala habt, denn denkt bitte dran, nicht mehr als 1 bar Druckluft auf die Leitung geben. Ihr wollt schließlich nicht, dass durch den hohen Druck die Leitungen auseinanderfliegen, insbesondere dann, wenn ihr vielleicht einen Doppelboden habt oder ähnliches, denn da kommt ihr sehr schwer wieder dran, um die Leitungen zu verbinden. Solltet ihr hier, wie in diesem Beispiel, merken, dass ihr keinen Druck aufbaut, habt ihr irgendwo noch eine Undichtigkeit. In meinem Beispiel direkt oben am Druckluftanschluss. Habt ihr entsprechend Druck in das System aufgebaut, öffnet den Hahn an der Spüle oder am Waschbecken und ihr werdet sehen, was noch an Restmenge Wasser trotz der regulären Entwässerung noch in den Leitungen verblieben ist und durch die Druckluft herausgedrückt wird. Um ein maximales Ergebnis zu erzielen, solltet ihr mehrere Durchgänge durchführen und mit Kalt- und Warmwasser wechseln. Zum guten Schluss gibt es von mir noch einen Extra-Tipp, wenn ihr über ein Reifenpannenset verfügt, denn darin befindet sich auch ein kleiner 12 Volt Druckluftkompressor. Den könnt ihr natürlich genauso benutzen, um ganz leicht den Druck in der Leitung aufzubauen und das System zu entwässern. Und auch hier ist natürlich wichtig, dass ihr eine Anzeige habt, dass ihr nur einen maximalen Druck von 1 bar aufbaut. Die komplette Vorgehensweise führt ihr an allen Zapfstellen im Wohnwagen oder Wohnmobil durch, damit ihr wirklich alle Leitungen restentleert und dem Frost und den Keimen keine Chance gibt. Wem die Leitungsverlegung zu wild ist, für den habe ich einen Extra-Tipp. Die wassergeführten Leitungen kann man sehr schön mit sogenannten Rohrklemmschellen oder Rohrquickschellen befestigen. Hier in dem Beispiel sind die Leitungen mit 16 mm Klemmschellen befestigt und die Bauteile vom Flurentwässerungssystem mit 20 mm Klemmschellen. Alle hier verwendeten Teile habe ich euch nochmal in der Beschreibung verlinkt, sodass, wenn ihr Lust habt und das nachbauen wollt, ihr es leicht habt mit dem Bestellen der Teile. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, dann lasst mir ein Like da und oder abonniert meinen Kanal. Schreibt doch in die Kommentare rein, ob es bei euch gut geklappt hat oder was man besser machen könnte. Ich wünsche euch in jedem Fall viel Erfolg und allzeit knitterfreie Fahrt. Euer Entdeckerfuchs.